Ich bin Anwalt und habe schon hunderte Verträge erstellt. Heute zeige ich dir die 3 häufigsten Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, damit deine Verträge gültig sind. Der erste Fehler ist es, deine Verträge nicht schriftlich abzuschließen. Es gibt Fälle, in denen das Gesetz einen schriftlichen Vertrag verlangt. Nur, wenn er schriftlich ist er gültig. Im Geschäftsleben kommt es zudem häufig vor, dass du einen bereits bestehenden Vertrag mit jemandem hast und in dem steht, Änderungen dieses Vertrags müssen schriftlich erfolgen. Wird die Änderung von diesem Vertrag denn nicht schriftlich gemacht, riskierst du, dass die Änderung ungültig ist. Ich empfehle dir darum, schließ zumindest deine wichtigen Verträge schriftlich ab. Eine kleine Klammerbemerkung. In ganz wenigen Fällen braucht es neben einem schriftlichen Vertrag noch einen Gang zum Notar. Das ist zum Beispiel beim Hauskaufen so. Das weißt du sicher schon. Das ist der erste Grund, wieso du zumindest deine wichtigen Verträge immer schriftlich abschließen solltest. Hier schaut allerdings ein Falle, der uns zum zweiten Fehler führt, der oft gemacht wird. Schriftlich bedeutet nämlich ganz und gar nicht das, was die meisten denken. Wir können nämlich meinen, dass Aufschreiben von einem Vertrag auf Papier schriftlich ist. Aufschreiben auf Papier allein reicht leider nicht, wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Schriftlich bedeutet nach Schweizer Recht nämlich, dass man ein Dokument unterzeichnet. Und das Unterzeichnen muss in einer ganz bestimmten Form erfolgen. Sonst ist es, du ahnst es schon, ungültig. Bei einem Vertrag auf Papier müssen du und die Vertragspartner handschriftlich unterzeichnen. Handschriftliches Unterzeichnen ist natürlich easy und das kann jeder. Da geht auch kaum etwas schief. Bei einer Datei auf dem Computer wird es aber tricky. Es gibt nämlich 2 Möglichkeiten. Entweder ihr wählt den sicheren Weg, druckt das Dokument einfach aus und unterschreibt handschriftlich auf Papier. Heute wollen das die meisten Leute aber nicht. Damit es schneller geht, wollen sie lieber elektronisch unterzeichnen. Und, ob du es glaubst oder nicht, da geht oft etwas schief. In der Schweiz braucht es für eine elektronische Unterschrift nämlich eine sogenannte qualifizierte elektronische Signatur. Abgekürzt heisst die QES. Für so eine QES brauchst du einen externen Anbieter, der deine Unterschrift anhand von deinem Ausweis verifiziert. Es gibt Kritzel, die du auf deinem iPad oder Handy machst, reicht nicht, wenn ein Vertrag schriftlich sein muss. Das wissen aber viele nicht. Unterzeichne dann mit dem Gekritzel und es ist leider ungültig. Fassen wir bis dahin schnell zusammen. Wenn du sicher sein willst, dass deine Verträge gültig sind, solltest du sie ausdrucken und handschriftlich unterzeichnen. Elektronisch unterzeichnen solltest du nur, wenn du weißt, was du machst. Kommen wir zum dritten und letzten Fehler, der dazu führt, dass deine Verträge ungültig sind. Dieser Fehler bezieht sich auf die Frage, wer für ein Unternehmen unterzeichnen darf. Es kann nämlich nicht einfach irgendjemand für ein Unternehmen unterzeichnen. In der Praxis kommt es aber häufig vor, dass Unternehmen das meinen. Es unterzeichnen dann die falschen Personen. Du kannst das vermeiden, indem du folgendermaßen vorgehst. Du prüfst, ob die Personen zeichnungsberechtigt sind. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen kannst du den öffentlich einsehbaren Eintrag anschauen. Gang für das auf cfix.ch. Gib den Namen vom Unternehmen ein. Klick auf «Kantonaler Auszug» und scroll dort nach oben, bis die Namen der zeichnungsberechtigten Personen erscheinen. In der Spalte ganz rechts steht, wer für das Unternehmen unterzeichnen darf. Zudem steht dort, ob die Person allein oder nur zusammen mit anderen Personen unterzeichnen darf. Steht dort Einzelunterschrift, darf die Person allein unterzeichnen. Häufiger steht dort aber Kollektivunterschrift zu zweien. Das bedeutet, dass die Person nicht allein unterzeichnen darf. Neben ihr muss nochmal jemand unterzeichnen, bei dem ebenfalls zu zweien steht. Ist ein Unternehmen aber nicht im Handelsregister eingetragen, oder steht der Name von einer Person nicht im Handelsregisterauszug, kann die Person trotzdem vom Unternehmen ermächtigt sein, zu unterzeichnen. Das zum Beispiel mittels einer Vollmacht. Möglich ist auch, dass Unternehmen eine Weisung haben, in der drin steht, wer für das Unternehmen, zum Beispiel auf welcher internen Position, unterzeichnen darf. Solche Dokumente solltest du im Einzelfall aber genau prüfen, um sicher zu sein, dass sie den Abschluss von dem konkreten Vertrag auch wirklich erlauben. Ergibt sich die Zeichnungsberechtigung hingegen aus keiner von diesen Quellen, solltest du die Unterschrift von dieser Person nicht akzeptieren. Verlange in so einem Fall, dass eine zeichnungsberechtigte Person unterschreibt. So kannst du sicher sein, dass dein Vertrag gültig ist. So, du kennst jetzt die 3 häufigsten Fehler, die dazu führen können, dass dein Vertrag ungültig ist. Du weißt jetzt auch, wie du die vermeiden kannst. Was muss aber in so einem Vertrag stehen und was sind Klauseln, die du überhaupt nicht akzeptieren solltest? Das und vieles mehr beantworte ich in den nächsten Videos von dieser Serie. Welche Frage hast du schon immer mal an einen Anwalt stellen? Schreib sie einfach unten in einen Kommentar und ich beantworte sie. Auf meinem Kanal findest du zudem Antworten auf weitere Fragen, die du dir bestimmt selber schon gestellt hast.